Lass uns mit Gebet öffnen. Dear Heavenly Father, Himmlischer Vater, thank you for the night that you've created us. danke für die Nacht, die du uns gewährt hast. Thank you that we are all here in class and we are receiving your word again. Danke, dass wir jetzt hier alle in der Klasse sein dürfen und dein Wort wieder erhalten können. Help us to open our hearts and really let it pour this oil into our hearts. Hilf uns, dass wir unsere Herzen öffnen können und dass das Öl wirklich in unsere Herzen gegossen werden kann. Please help Brother Mark as the leading of the class. Bitte hilf Bruder Mark, wenn er die Klasse anleitet. The translation and live stream. Hilf auch bei der Übersetzung und beim Livestream. And help us to understand what is going to be presented. Und hilf uns, das zu verstehen, was jetzt vorgetragen werden wird. To see the connections and the importance for us today. Und die Verbindungen und auch die Wichtigkeit für uns heute zu erkennen. And bless all the people that are also watching through live stream. Und segne bitte auch all diejenigen, die über den Livestream zuschauen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay, this morning I just want to re-look at this topic of the north, south, east and west. So, heute Morgen möchte ich das Thema nochmal über Nord, Süd, Ost und West anschauen. So, Christ calls Satan the prince of this world. Christus nennt ja Satan den Prinz dieser Welt oder den Fürst dieser Welt. Right? And if you go to Job chapter 1. Und wenn wir zu Hiob Kapitel 1 gehen, Verse 6. Hiob 1, Vers 6. And it says, Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Right? So what's he been walking up and down in? Wo ist auf und ab gewandelt? The earth, right? Die Erde. He's the prince of this world, right? Er ist der Fürst dieser Welt. And the Bible describes the world, or the four corners of the earth, by north, south, east and west. Right? Und die Bibel beschreibt dir die Welt oder die 4 Enden der Erde mit Nord, Süd, Ost und West. Okay, so now what is it that the wise will understand? Und was ist es, was die Klugen verstehen werden? Yeah, so what is it the wise will understand? Come on, the war between the north and the south, right? Also Daniel 11, das ist der Krieg zwischen Nord und Süd. So these two symbols here are opposing forces, right? Diese beiden Symbole hier sind entgegengesetzte Mächte. Right? So we know that this is a symbol for fascism, Das ist ein Symbol für den Faschismus and this is a symbol for communism, right? und das ist ein Symbol für Kommunismus. And these are the two world ideologies, right? Und das sind die beiden Weltideologien. When you look through the world, right? We've seen fascist dictatorships down through the world, and we still see today communist dictatorships, right? Also wir sehen heutzutage immer noch faschistische, aber auch kommunistische Diktaturen. So, what are these, right? What's another name for them? Und was sind die? Was ist ein anderer Name für sie?
if you're in a fascist system or a communist system, what sort of system is it? Also wenn du in einem faschistischen oder einem kommunistischen System bist, was für eine Art System ist das? It's a dictatorship, Das right? ist eine Diktatur. So it's absolute rule, Das right? ist diese absolute Herrschaft. So you just look at North Korea, for instance. It's an absolute rule. What's his name? Kim Jong-un. Das ist zum Beispiel in Nordkorea, also Kim Jong-un, das ist eine absolutistische Herrschaft. Right. Same in China, right? And, Da auch in China. you also got Chavez in Venezuela. He's also a socialist dictator, right? So Wer ist sie ist still there? In Venezuela? yes. Also gibt Chavez in Venezuela, der auch sozusagen eine sozialistische Diktatur hat. But the point that I'm making is that these two powers, the king of the north, king of the south, these are monarchies, right, under a religious guise. Also diese beiden Mächte hier sind. This is a monarchy under a religious guise. This is just a monarchy of absolute rule. Right? Da sind beides sozusagen in dem Sinne Monarchien dann letztendlich mit einer absolutistischen Herrschaft, aber das ist mit einem religiösen Okay. Gewand. So what makes them opposites is that this one has a religious aspect to it, while this one is anti-religious. Also was sie letztendlich zu entgegengesetzten Mächten macht, ist, dass der Faschismus hier ein religiöses Gewand hat, wohingegen der Kommunismus gegen die Religion gerichtet ist. Okay. Now if you go to Psalms 103. Zu Psalm 103 gehen jetzt. Dictatorship under a religious kind, just Yes, because it's a monarchy, right? under Islamic kind. Auch Saudi-Arabien ist letztendlich auch eine Diktatur, eine Monarchie unter einem religiösen Gewand. Natürlich ist das eine andere Religion, also die islamische. Right. Verse 12. Psalm 103, Vers 12. It says, as far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. So what's this verse saying to us? Was sagt dieser Vers hier uns? Right, so that they are so far apart from each other, right? Also auch Ost und West sind entgegengesetzt, die sind so weit voneinander entfernt, wie es nur geht. Okay, so these are also opposing forces, right? Das sind auch hier widerstreitende oder entgegengesetzte Kräfte. Right. The east, we understand the clue is marking Islam, right? Osten markiert den Islam. And the west, this is the one that we've been the hardest to fully comprehend. Und der Westen, das ist die schwerste Macht, wirklich richtig zu identifizieren und zu verstehen. But what I want us to understand is that the west represents democracy. Aber was ich heute zeigen möchte, ist, dass der Westen Demokratie darstellt. Now, when we go to Daniel 8, and how is the west represented? Wenn wir zu Daniel 8 kommen, wie wird dort der Westen dargestellt? Who represents the west? Wer stellt den Westen dort dar? Yeah, which is whom? Greece. Der Right? Ziegenbock, das ist Griechenland. Where does democracy, the word democracy, come from? Und woher kommt das Wort Demokratie? Wort ist im Ursprung. From Greece, Das right? ist Griechenland. Now, it's very interesting because I've been trying to understand this, and that when you come here, right, when this horn gets broken, what is it marking? Sehr How interessant. does it get broken prophetically? Wenn man ja hier hinkommt und das große Horn hier gebrochen wird, wie wird das prophetisch gesehen hier gebrochen? Sorry? Yeah, but I'm just, man, how does this horn get broken? Also den I'm not on kleinen- about what it says in the thing. I'm saying, who, prophetically speaking, what is happening when this horn gets broken? prophetisch gesprochen, was passiert hier, wenn dieses Horn gebrochen wird? No, you still not understand my question. Who is breaking this horn? Wer zerbricht dieses Horn? How is it happening? Wie,
No, I'm not. I'll say again, I'm not asking what it says in there. I'm asking prophetically, how do we understand what is breaking this horn? Also prophetisch gesehen, was verstehen wir? Was zerbricht dieses Horn hier? Not the fourth kingdom. When this horn gets something's happening in our history that's going to break that horn. What breaks it? Also etwas wird in unserer Geschichte passieren, You was saying we dieses, don't understand this? This dass is dieses Horn our zerbricht. whole understanding of Und this was prediction. zerbricht dieses Horn? This point. This battle between North and South, when Islam strikes and What did you just say there? When when what? Islam strikes. Okay, so what breaks this horn? Also wir haben den Kampf zwischen Nord und Süd und dann kommt der Islam, der zuschlägt. Also was zerbricht dieses Horn hier? You mean Islam? I don't mean anything. I'm asking you. I'm asking everybody here. Everybody here should know what's causing this horn to be broken. Also jeder sollte eigentlich wissen, was dazu führt, dass dieses Horn jetzt zerbrochen wird. And it seems we're in a lot of confusion about it. Sorry. Prediction it comes to. It's not Islam specifically attacking the South Power, so It's not. Who is it then? it's attacking actually both of them. No, but it doesn't matter. I'm not dealing with the other power. I'm asking about this power. If it's not Islam breaking this power, who is it? Es ist der Islam, der greift nicht nur den Süden an, sondern er greift beide an. Aber wenn es nicht der Islam ist, der dieses Horn hier zerbricht, wer ist es sonst, der It's das Horn beginning to worry me now that we sit here and we're so just before this farewell. We don't even understand who's going to break I this. just not understand your question, Mark, because it's the fourth power that plucks up three horns, and I gave you that answer. You said no. Scott, it's not the fourth power. Stop getting all your. These four horns come after this, right? Also, That's not the fourth power. der Punkt ist, den noch Scott gemacht hat, ist, dass letztendlich das ja die vierte Macht ist, die hier die drei Hörner ausreißt. Und ja, Mark hat Nein gesagt, denn es ist letztendlich, what did he say, it's the fourth power that... No, when this gets broken, these come up after that. Also wenn das gebrochen wird, dann kommen die danach auf und dann kommt die vierte Macht. Okay, the fourth comes out of one of these, right? Das vierte kommt aus einem dieser kleinen Hörner hervor. Okay, so I'm not going to get into these arguments, right? There's a power that breaks this, and there's only one power that's able to break this. Also es gibt eine Macht, die dieses Horn jetzt zerbricht und da gibt es nur eine Macht, die das tun kann. Why does this form? Warum wird dieses Bündnis hier geschlossen? Right, so we're getting there, and I just read the verse, Psalms 103, Wegen dem verse Islam. 17, Wir right? haben gerade hier Psalm 103, Vers 17, So Vers 12. the verse 12, sorry. Vers Yes. 12 gelesen. So the power that's opposing this, right, is this, right? Die Macht, die dieser Macht hier widersteht, ist diese Macht. Okay. So, and we have to understand this, right? Das müssen wir verstehen. Okay, now, why do I say that this is a democracy? Let's go to Revelation 17. Also warum sage ich, dass das hier eine Demokratie ist? Gehen wir zu Offenbarung 17. Okay, now, I looked at this. I looked at this because at the end of the First World War, you had the League of Nations, right? Ich habe mir das angeschaut, denn am Ende des Ersten Weltkrieges hattest du ja diesen Völkerbund. And at the end of the Second World War, you had the United Nations. Am Ende des Zweiten Weltkriegs hatten wir die Vereinten Nationen. Now, if you look up about the United Nations, it says that its whole core principle is democracy. Und wenn du die Vereinten Nationen mal nachstudierst, dann kannst du sehen, dass sie selbst sagen, dass ihr Haupt sozusagen Kern ist Demokratie. Right? So, democracy is a principle of the United Nations.
right? Also Demokratie ist ein Prinzip der Vereinten Nationen. And the United Nations is a world organization, right? Die Vereinten Nationen ist eine Weltgemeinschaft. Right? And Egypt is a symbol of the world. Und Ägypten ist ein Symbol für die Welt. So, hence when we go here, right? Also wenn wir jetzt folglich hier zu Offenbarung 17 kommen, Right? In verse 12. und dann Vers 12 lesen. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. So, who is this? Wer ist das hier? Beschrieben. Firstly, it's a world organization, right? Das nächste Mal ist das hier eine Weltorganisation. Right. So now I posted a video and we spoke about this in the class. What ultimately a democracy. We spoke about the only true means of government is a republic, right? We went through this, right? Also wir haben es angesprochen, ich habe auch ein Video euch gepostet. Letztendlich die einzig wahre Regierungsform, die Bestand hat, ist eine Republik. This would be the means that the Lord would have every nation on earth like a republic, right? Das wäre letztendlich die Regierungsform, die der Herr möchte, dass alle Nationen auf der Erde haben, eine Republik. Where the people in charge are controlled by laws, right? They haven't got freedom to make things just according to their own ideas, right? Die Leute in verantwortlichen Positionen durch Gesetze regiert werden, dass sie nicht einfach die Möglichkeit haben, ihre eigenen Ideen und Gedanken umzusetzen, wie sie wollen. Okay, and you see this in the United States. You know that these people can't get away with just what they want, at least not at the moment, right? Das kann man auch in den USA sehen. Die Leute können nicht einfach so mit dem davonkommen, was sie so tun wollen, zumindest momentan. I mean, at the moment, Biden has proclaimed himself as the president-elect, but people are jumping up and down saying, that's unconstitutional, you can't do that. Zum Beispiel momentan hat sich ja Biden schon als der gewählte Präsident ausgerufen, aber die Leute fangen jetzt auch dagegen aufzubegehren und sagen, das kannst du nicht einfach so tun. It's just because the media said it, it's just a tradition that normally the other one would say, yes, I agree, he's the thing, and they have this title, the president-elect, right? Also letztendlich es ist einfach nur eine Tradition, dass die Medienunternehmen letztendlich diesen Präsidenten dann ausrufen und der andere Herausforderer normalerweise akzeptiert das dann. Und dann gibt es diesen Titel, der gewählte Präsident. But if you follow the laws that were put in place to restrict these sort of thing, he is not anything, he's just another citizen until the House of Representatives, or is it, I have to remember this, isn't it? Anyway, until all those ballots are finally counted and I mix up, the House of Representatives or the Senate, they basically finalize it in the coming. They still have to vote, basically. Yes, The people yes. that voted for these other people that will go and vote for them. Yes. Selection Committee. But I read about this. It's much more sophisticated than you can imagine, because actually the president that loses can end up being the president that wins if they go through this long process and things don't, you know, it's all to do with law. Laws are in place to prevent any fraud. Also letztendlich, es muss dann halt noch jetzt nach der Wahl noch einige rechtliche Schritte durchlaufen werden. Dann muss es dann noch bestimmte Wahlen geben, dass der Senat hat auch noch was zu sagen und all solche Sachen. Deswegen, da gibt es Gesetze, die also letztendlich Betrug verhindern sollen. But the problem is, the United States, somehow over the years, it's come to believe that it's a democracy rather than a republic. Aber aus irgendeinem Grund ist die USA zu dieser Überzeugung seit einigen Jahren gekommen, also die Bevölkerung, dass es letztendlich eine Demokratie geworden ist, anstatt eine Republik.
right? And a democracy is like a halfway house of becoming a dictatorship. Und eine Demokratie ist sozusagen schon der halbe Weg hin zu einer Diktatur. Right? So somehow the United States now believes it's a democracy, right? And this is where the problem lies. Deswegen aus irgendeinem Grund hat die USA jetzt angefangen zu glauben, dass sie eine Demokratie wäre, und das ist letztendlich, wo das Problem liegt. Okay, so anyway, the point that I want us to see is that when we've spoken about this, we know that the kingdom that sets up right here in verse 12 is the north, right? Also wenn wir darüber gesprochen haben, dann haben wir verstanden, dass dieses Königreich, was hier in Vers 12 aufgerichtet wird, hier der Norden ist. How do we know that this is the north? Woher wissen wir, dass das hier der Norden ist? From Revelation 17, how do we know that verse 12 is speaking about the north? Aus Offenbarung 17, Vers 12. Woher wissen wir, dass dieses Königreich hier über den Norden spricht? Because they sleep 1 hour with the beast, so they join the beast, which is the north. Yes, and Sie eine Stunde das Reich mit dem Tier bekommen, sie verbinden sich mit dem Norden. if you go to verse 7, Und wenn wir zu Vers 7 kommen, John says, the angel said to me, wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman and of the beast that carrieth her, which has the 7 heads and 10 horns. Right? So he's now explaining about this period, right? Or these 2 periods in history, right? From Babylon down to the papacy, or on another sense, from 538 to 1798, right? The parallels, right? also letztendlich erklärt jetzt hier in Vers 7 diese zwei parallelen Geschichten, einmal von Babylon bis zum Papsttum oder von 538 bis 1798. Das sind ja parallele Zeitabschnitte hier am Ende der Welt. Right? Because 538 to 1798, right? And then you have this woman. Dann haben wir hier die Frau, die da drauf sitzt. Right? Richtig? So you have 2 histories here, right? Wir haben also zwei Geschichten hier, die parallel sind. So in the physical history from Babylon down to Rome, it says in verse 9, Die physische Geschichte hier von Babylon bis hinab nach Rom, das sagt uns hier dann in Vers 9 folgendes. here is the mind which hath wisdom, the 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth, right? And then it says, and there are 7 kings, 5 are fallen, right? So this is this now here, 1, 2, 3, and Rome is 2, Vers 5, 10, right? Vers 15 gefallen. 1, 2, 3, 4. Und Rom ist dann letztendlich 4 und 5. Right? So 5 are fallen, 1798. And when you go to Revelation 13, right, the papacy that rises in 538 is marked by the lion, the bear, the leopard, and the dragon. Also Right? 15 dann hier 1798 gefallen. Und wenn wir zur Offenbarung 13 kommen, dann kommt ja das Papsttum auf, und in dieser Zeit von 538 bis 1798 wird ja dann Offenbarung 13 das Tier durch Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom, also den Löwen, Bär, den Leoparden und den Drachen dargestellt. And the woman that sits on them is the papacy, right? Und die Frau, die darauf sitzt, ist das Papsttum. So this doctrine that's marked in history from Babylon down to Rome is typifying the papacy sitting on the kings from 538 to 1798. Diese right? Lehre, die hier von Babylon bis nach Rom so die Könige kontrolliert hat, ist typifiziert also das Papsttum hier von 538 bis 1798. And who does she sit on in that period? Wenn sie auf den Königen sitzt. Und auf wen sitzt sie in dieser Zeit? The 10 Kings. The 10 kings, Die right? 10 Könige. Okay? So, this woman sitting on Babylon, Medo Persia, Greece, and Rome is the papacy sitting on the 10 kings. Also diese, Type and antitype, right? diese Frau, die hier auf Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom sitzt, ist auch diese Frau, die hier auf diesen 10 Königen sitzt in dieser Zeitspanne. Papacy sitting on it. Also das Papsttum, das Papsttum, das auf diesen 10 Königen sitzt in dieser Zeitspanne. Typus, Antitypus. Right? Richtig? So history, past history is just teaching us what was going to take place during the papal time, and that's
also a type teaching us what's going to take place at the end of the Also world. die Right? Geschichte zeigt uns einfach nur auf, was während der päpstlichen Zeit passieren würde, und die päpstliche Zeit wiederum ist auch wieder nur ein Typus, was am Ende der Welt passieren wird. So this 538 to 1798 was the antitype of this, right? Deswegen 538 bis 1798 war der Antitypus hiervon. And when it comes to 1798, it now becomes a type again, right? Und wenn wir zu 1798 kommen, dann wird das alles auch wiederum ein Typus werden für uns. So these two types are to be brought together to teach us what's taking place here in verse 12, right? Also diese beiden Typen, müssen wir zusammenbringen, um zu verstehen, was hier in Vers 12 passiert. In So- Kapitel 17. What do these four, I believe 5 kingdoms here teach us about verse 12? Was lehren uns diese 5 Königreiche hier über Vers 12? Right, it's an empire, right? Es ist ein Imperium, es ist ein Kaiserreich. So whatever has been represented in verse 12 was represented by world empires, right? Also was immer hier in Vers 12 letztendlich dargestellt wird, ist durch Weltreiche, Weltkaiserreiche vorausgestattet worden. And what are they making? Und was machen sie hier? What is it that causes this to come to place in verse 12? Und was sorgt dafür, dass das, was hier in Vers 12 beschrieben ist, stattfinden kann? Just look at the one underneath, from 538 to 1798. The answer's right there. Schaut euch einfach die untere Darstellung an, von 538 bis 1798, da werdet ihr die Antwort finden können. What's your question, Lars? We said that there's two types, and if you want to understand verse 12, you have to look at the types, right? Also wir haben gesagt, das sind 2 Typen, und wenn wir Vers 12 verstehen wollen, müssen wir die beiden Typen hier anschauen. So when we look at this, we see that they're empires, Wenn wir den right? ersten Typus anschauen, dann können wir sehen, dass sie Kaiserreiche sind. But 538 to 1798, what is it that helps us to understand verse 12? What brings this about right here? Aber 538 bis 1798, was ist es, was Vers 12 hier dann erfüllen wird? Was wird sozusagen stattfinden, damit das stattfinden kann? Please, what is the taking away the daily? What replaces it? Ein Wegnehmen des Täglichen, Okay, we're getting it. Church and state, right? das ist die Verbindung von Kirche und Staat, das ist das, was das Tägliche wegnehmen wird. A woman, the papacy, is sitting on the kings, right? Eine Frau, das Papsttum, sitzt auf den Königen. Okay, so when you've got all that information, which symbol right there? Also wenn Ist wir all Vers diese 12. Informationen haben, was ist das denn hier in Vers 12? No. Which symbol? I'm pointing to this right here. Welches dieser Symbole ist dann hier Vers 12? The north. Why? Das ist der Norden. Warum? No, because there's a combination of a monarchy that's in complete control, but has a religion controlling it. Weil es ja eine Kombination ist, eine Monarchie, die in absoluter Herrschaft ist, aber die ein religiöses Gewand trägt. Right. Hence, we put the north here, right? Und deswegen haben wir den Norden hierhin platziert. Because the religious horn is controlling the civil power, Weil das right? religiöse Horn ja hier die bürgerliche Macht regiert. Right. But we know from Daniel 11 that the war is always going back and forward between the north and the south. Aber wir Right? wissen aus Daniel 11, dass der Kampf ja zwischen Nord und Süd immer hin und her geht. But yet in Daniel 8, it says that it's the west. Aber in Daniel 8 sagt es uns, es ist der Westen. So what gives us that right to say that it's the south? Was gibt uns also das Recht zu sagen, dass das hier auch der Süden ist? 'Cause I wrote the south here and nobody said a word. Ich habe hier den Süden hingeschrieben und keiner hat irgendwas gesagt. Because look at these globalists, the entity they're using is these Black Lives Matter, the Antifa, they support them. That's their army, so to say, they use to fight back the North. Because they're not openly in the sense of going out and trying to beat the North out. They have somebody whom they use to fight against them. And that's all these rebels, this South now. Also weil diese Globalisten, die haben letztendlich benutzen ja diese südlichen Mächte wie Black Lives Matter und Antifa und so weiter. Das sind ihre sozusagen Kriegsheere, die sie dann benutzen für ihre Sinne. Okay, but what? Das ist der Süden.
I agree, but what is their guise? Ja, das, Yes, disguise. also ich würde dem zustimmen, aber was ist ihre Verkleidung? Okay. Democracy, right? Ihre Verkleidung ist letztendlich Demokratie. Democracy is a disguise. It's like a disguise. It's just like a means of taking that next step, right? But Also, you deceive people into believing they have something and they really don't have anything at all. Demokratie ist letztendlich einfach nur sozusagen eine Täuschung, um letztendlich diesen nächsten Schritt gehen zu können. Und sie lassen die Leute irgendwie glauben, dass sie da irgendwas finden, aber in Wirklichkeit ist es nur eine Täuschung. Okay, so the West. Now, and the reason why, although it's really the South, because it's this communist, socialist agenda that hates the North, right? Also der Westen, aber in Wirklichkeit ist es diese kommunistische, sozialistische Agenda, die den Norden hassen. But it's under the guise of democracy. Das ist alles unter der Verkleidung von Demokratie geführt. But as far as the East is from the West, so shall your sins be from you, right? So they're opposites, Soweit right? der Osten vom Westen entfernt ist, sollen deine Sünden von mir sein. Also sie sind entgegengesetzte Kräfte. Now, if this horn here is coming and breaking this horn here, there's only one power left that can break this horn. Also wenn dieses Horn hier kommt und dieses Horn hier bricht, dann gibt es ja nur noch eine Macht, die übrig ist, die dieses Horn brechen kann. The East, right? Das war der Osten. Okay, because the West is the South, right? Weil der Westen ist auch der Süden. Now, the West is also the North at some point, right? But Und der Westen ist auch der Norden zu einem bestimmten Zeitpunkt. because both this, right, are part of this, right? Und beide hiervon sind Teil hiervon. This world democratic power, right? Diese diese demokratische Weltmacht. But what happens when you come to this point, to the Sunday law, right? Wenn wir hier kommen zum Sonntagsgesetz, This power, right, is basically moving away from its democracy and becoming an absolute power, right? bewegt diese Macht dann sozusagen von ihren demokratischen Prinzipien weg und wird eine absolute Macht. Right? Richtig? I mean, it's not just so easy. It's not so easy just to pin something in one particular place. You have to see how things are moving from one to the other, right? Deswegen ist es nicht so einfach, eine Sache an einem Punkt festzunageln, sondern müssen sehen, wie sich diese Sachen auch sozusagen verändern können. And when we talk about Islam here, we're not talking about the Islamic countries, right? Wenn wir hier über den Islam sprechen, dann sprechen wir nicht so sehr über diese islamischen Staaten. Right? Because the Islamic countries is all nations are going to, the whole world is going to obey the beast, Right? right? Es steht ja, dass die gesamte Welt dem Tier folgen wird. And those Islamic nations are also part of the United Nations, Und right? die islamischen Länder sind auch Teil der Vereinten Nationen. So we're talking about radical Islam here, right? Deswegen, wir sprechen über den radikalen Islam. Okay, and when you go to, just go to Genesis 16. Hier zu 1. Mose 16. In verse 12, 1. Mose 16, Vers 12. it says, and he will be a wild man, his hand will be against every man, and every man's hand against him. So, at 9/11, what did George Bush say? Am 11. September, was hat George Bush gesagt? You're either with us or you're against us, Er right? hat gesagt, entweder seid ihr mit uns oder gegen uns. And Pakistan, right, was helping the United States of America to catch terrorists, right? In Pakistan zum Beispiel hat er in den USA geholfen, Terroristen zu fangen. Saudi Arabia, Kuwait, all these countries, Iraq, all of them, they all want rid of ISIS,
and Al Qaeda and all these other Taliban, etc., etc. Aus Saudi-Arabien, Irak und Kuwait und so weiter. Die wollen alle diese ganzen radikalen Gruppen wie ISIS oder Taliban und Al-Qaida und so weiter loswerden. So, when we talk about Islam, we're talking about radical Islam that is within the whole world, right? It's not got a nation of itself. It's an ideology, right? Wenn wir über Islam sprechen, sprechen wir über den radikalen Islam. Es ist jetzt keine Nation an sich, sondern es ist diese radikale Ideologie innerhalb der islamischen Bevölkerung. Okay, so in that case then, if I put here, I'll just write radical, right? Ich schreibe jetzt hier radikal hin. What do we have here in all 4 points? Was hätten wir dann hier an diesen ganzen 4 Punkten? Profession, disguise, No. You have 4 ideologies, Wir hätten 4 verschiedene Ideologien. right? Because democracy is an ideology, Und Demokratie ist auch eine Ideologie, right? But it's not real. aber es ist nicht eine Wirklichkeit. This ideology here is going to lead to this or to this, right? Weil diese Ideologie wird entweder hier zu führen oder dort führen. And this ideology opposes both this, or opposes this, which includes this and this, right? Diese Ideologie hier, die wirkt dieser Ideologie entgegen, welche aber diese beiden Ideologien beinhaltet. Because this is liberalism, which this hates, right? Weil das ist dieser Liberalismus und der radikale Islam hasst das. And this is idolatry, which this hates, right? Und das steht für diesen Götzendienst und das hasst der Islam auch. So this is the sworn enemy of both the north and the south, which is the west, right? Deswegen, das ist dieser Erzfeind gegen den Norden und den Süden, was auch der Westen ist. Right? So now, because I want to understand this better, exactly what we're dealing with, especially here at this point. Right? Ich möchte es besser verstehen, womit wir hier zu tun haben, genau hier zu diesem Zeitpunkt. Okay. So we see, and we go back to Revelation 17, Und wir können jetzt zurückgehen zur Offenbarung 17. because I think all the keys are there. We just got to view it through the right mindset. Ich denke, die ganzen Schlüssel sind hier. Wir müssen das nur aus einem richtigen Blickwinkel, mit dem richtigen Gedankengut betrachten. Because if you go to verse 13, Wenn wir zur Offenbarung 17, Vers 13 kommen, and it speaks about the 10 kings, es dann über die 10 Könige hier spricht, it says, these have one mind. dann steht, sie haben einen Sinn. What does that mean? Was bedeutet das? They're all agreeing to this ideology, right? Sie sind alle in Übereinkunft gekommen über diese eine Ideologie. Now just go to Revelation 13. Hier ist Offenbarung 13. Verse 3. Offenbarung 13, Vers 3. It says, and I saw one of his heads as it was wounded to death, and his deadly wound was healed. And all the world wondered after the beast. Right? So, what does that mean, they wondered after the beast? Was bedeutet das hier, dass sie sich nach dem Tier verwundern? Well, you go to the next verse, it explains it, right? Im nächsten Vers erklärt uns das. It says, and they worshipped the dragon, which gave power unto the beast, and they worshipped the beast, saying, who is like unto the beast? Who is able to make war with him? Right? So it's basically they realize that it's impossible to overcome this power, and they just submit to it, right? Sie erkennen, dass es unmöglich ist, diese Macht zu besiegen, und sie unterwerfen sich also. Because it says in verse 5, Sagt hier Vers 5. and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months.
right? So power was given unto him to continue for a time period, right? Macht wurde ihm hier gegeben, für eine Zeit zu wirken. So you just go back to Revelation 17. Eine Zeitspanne. Gehen wir zurück zur Offenbarung 17. In verse 12, Offenbarung 17, Vers 12. and the 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. They also receive this power, right? Sie erhalten auch hier diese Macht, To reign with her, right? mit ihr zu regieren. These have one mind and shall give their power and strength unto the beast. Vers 13. So they receive power, okay, just like because where does the power come from? Sie erhalten Macht, genau wie hier Offenbarung 13. Und woher kommt diese Macht? It tells us here in Revelation 13, 4. Sagt uns ja hier in Offenbarung 13, Vers 4. And they worship the dragon which gave power unto the beast. Sie beten den Drachen an, der die Macht dem Tier gegeben hat. Okay, so, I mean, who's the dragon here? Wer ist der Drache hier? And I'm not talking about the entity, I'm talking about who does it really represent? Ich will mich jetzt nicht Satan, über right? diese politische Macht hier sprechen, sondern wer ist der Drache im perfekten Sinn? Das ist So Satan. just like Job, the Lord says, okay, on you go, I'll let you do this, right? So he gives them the right to use his power, right? Genau wie bei Hiob, da sagt der Herr, okay, ich gebe dir die Erlaubnis, das zu tun. Er gibt ihm die Erlaubnis, seine Macht auszuwirken. Okay, and you oder see, auszuüben. go back to Revelation 17. Gehen wir jetzt zurück zur Offenbarung 17. Verse 17. Offenbarung 17, Vers 17. It says, for God hath put in their hearts. What has he done? Was hat Gott gemacht? What has he put in their hearts? Hat es in ihre Herzen gelegt. Was hat er What, in ihre what does Herzen that gelegt? mean? Was bedeutet das? No. It's speaking about your mind. What has God has put in their minds? Also Gott hat in ihre Herzen und in ihren Verstand gelegt. And what does it say? What did it say in Revelation in verse 13? Und was sagt es hier in Offenbarung in Vers 13? These have one mind, Diese right? haben einen Sinn, einen Verstand. So God hath put in their minds to fulfill his will and to agree and give their kingdom unto the beast. So he puts in their mind to agree and give their kingdom. That's verse 13, right? These have one mind. Also sie geben letztendlich, er gibt in ihrem Verstand, dass sie zusammenkommen und ihrem Königreich hier dem Tier geben. Das ist Vers 13. Right? How does he do that? Does God make them do that? Wie macht Gott das? Zwingt Gott sie, das zu tun? No. So what does it mean? God hath done this. Was bedeutet das, dass Gott das getan hat? Da gibt sie frei. Okay, just go to Isaiah 66. Und Gott erlaubt das, er gibt sie ihren eigenen Willenpreis. Gehen wir zu Jesaja 66. 66 is it? I think it's, yes, 66 verse 4, verse 3. Jesaja 66, Vers 3. It says, he that killeth an ox is as if he slew a man. He that sacrificeth a lamb as if he cut off a dog's neck. He that offereth an oblation as if he offered swine's blood. He that burneth incense as if he blessed an idol. Yea, they have chosen their own ways, and their soul delighteth in their abominations. I also will choose their delusions. Right? Vers 4. So because they made a choice, the Lord chose their delusions, right? Also weil sie eine Entscheidung getroffen haben, hat der Herr auch ihre Täuschung oder ja. So he gave them the thoughts of their own heart, right? Also er hat sie sozusagen den Gedanken ihres eigenen Herzens überlassen. That's basically what it's saying, right? Das ist letztendlich, was es sagt. The Lord will never force you to think in a certain way. He gives you freedom of thought, right? Er gibt dir immer Freiheit der Gedanken, er wird dich niemals zwingen in deinen Gedanken.
Now just go to 2 Thessalonians, Wenn wir jetzt zu 2. Thessaloniker gehen, which is also in agreement with Revelation 13 and 17. 2. Thessaloniker 2 ist ja auch in Übereinstimmung mit Offenbarung 13 und auch mit Offenbarung 17. Chapter 2. 2. Thessaloniker 2. Verse 9. Dann Vers 9. In fact, let's just begin in verse 6. Lass uns doch schon in Vers 6 beginnen. And now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming, even him whose coming is after the working of Satan. So how does he come? Wie kommt er? We just read it. How does he Verse come? 9. After the what? Gemäß der, was? Right, the working of Satan. So what's it's Gemäß der Wirkungsweise Satans. so Satan, the dragon, gave him power, right? Satan, der Drache, gab ihm Macht. Even him whose coming is after the working of Satan with all what? Power and signs and lying wonders. Right? This is the work of Satan, right? Also das ist das Werk des Satans. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall do what? Choose their delusions. Deswegen wird Gott was machen? Er wird ihre Täuschung wählen. Right? That's what we just read in Isaiah 66. He will choose their delusions. Why? Das ist ja, was wir in Jesaja 66 gelesen haben. Er wird Because ihre they Täuschung chose wählen. Warum? to believe the lying signs and wonders of Satan. Weil sie die Wahl getroffen haben, die lügenhaften Zeichen und Wunder Satans zu glauben. So because they chose to believe it, he says, okay, I'll give you. He puts it in their mind, right? Weil sie gewählt haben, Satan zu glauben, sagt er, okay, er legt es dann in ihren Verstand. Right? So, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Das ist Vers 12. Right? Now, again, you can see this, I think it's in 1 Kings 14, but you can correct me if I'm, or it's maybe 2 Kings 14. Das kann man dann auch in 1. Könige oder 2. Könige Kapitel 14 dann sehen. Denke ich zumindest. Forgotten where it is now. This story of the prophet Micaiah, when he says he hates 24. me. 1. Kings 24. It's 1 Kings 24, thank you. 1. Könige 24. Oh, 22, 22, that's us, yes. 22. 1. Könige 22. Vers 8. Let's begin in verse 19. Fangen wir in Vers 19 an. And he said, Hear thou therefore the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne, and all the host of heaven standing by him on his right hand and on his left. What is that? Was ist das in Vers 19? That's the vision that all the prophets see, right? Das ist die Vision, die alle Propheten hier gesehen haben. Okay. And the Lord said, Who shall persuade Ahab that he may go up and fall at Ramoth Gilead? And one said on this manner, and another said on this manner. And there came forth what? A spirit. Hervor, ein Geist. What does it say about the angels? What are they? Was sagt es über die Engel? Was sind sie? Ministering spirits, right? Dienende Geister. And this is an evil spirit, Aber right? das hier ist jetzt hier ein böser Geist. So this is one of Satan's angels, right? Das ist jetzt einer von Satans Engeln. There came forth a spirit and stood before the Lord and said, I will persuade him. And the Lord said unto him, Wherewith? And he said,
I will go forth, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And he said, Thou shalt persuade him, and prevail also. Go forth and do so. So what's this evil spirit going to be? Vers 22. Was wird dieser böse Geist sein? It's going to be the words in the mouth of these false prophets, right? Er wird sozusagen die Worte in den Mündern dieser falschen Propheten sein. Okay, now go back to Revelation 16. Jetzt gehen wir zurück zu Offenbarung 16. In verse 30. In Vers 13. Offenbarung 16, Vers 13. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. What is this entity right here? Was ist diese Entität hier? On the board there, which one is it? Auf der Tafel. Welche Macht ist das? North. It's the north, right? Das ist der Norden. It's the threefold union, the dragon, the beast, and the false Das ist ja prophet. hier die dreifache Vereinigung, der Drache, das Tier und der falsche Prophet. And what's coming out of their mouth? Und was kommt aus ihrem Maul hervor, aus ihrem Mund? Verse 13. Vers 13. And I saw 3 unclean spirits. What did we just read in 1 Kings 22? Ich habe 3 unreine Geister gesehen. Was haben wir gerade eben in 1. Könige 22 gelesen? I will be a lying spirit in his mouth. Ich werde ein Lügengeist sein in seinem Mund. Right? So go back to Revelation 13. Gehen wir zurück zu Offenbarung 13. Verse 11. Vers 11. Because he says he's going to be a lying spirit in the mouth of the false prophets. Right? Wie gesagt, ich werde ein Lügengeist im Mund der falschen Propheten sein. So the external always illustrates the internal. So just Externe illustriert ja immer das Interne. And I beheld another beast coming up out of the earth. He had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon, right? Er sprach wie ein Drache hier. And he exercises all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so he maketh fire come down from heaven, and the earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do. Das ist Vers 14. So, this is what we read in 2 Thessalonians, right? Das ist so, was wir in 2. Thessaloniker gelesen haben. They chose to believe a lie, right? Gewählt, eine Lüge zu glauben. And the lie that he's believing is from the father of lies, who's the one speaking through these false prophets, Und right? die Lüge, die sie glauben, kommt ja vom Vater der Lüge, welcher durch diese falschen Propheten spricht. Right? Richtig? So, from all that, we can establish that the north is a representation of it's talking about the kings of the earth, right? Von all dem können wir sehen, dass der Norden also eine Darstellung ist von diesen Königen der Erde. We've always said the north is the papacy, and it's not a correct illustration, right? Wir haben ja immer gesagt, dass der Norden nur das Papsttum wäre, aber das ist keine korrekte Darstellung. Because the war between the north and the south is a war over ideologies, Weil right? der Krieg zwischen Nord und Süd ist ja ein Krieg zwischen Ideologien. Between kings, Und zwar zwischen Königen. right? But you can say it's the papacy only when you understand it's because the woman, right? The woman right here is controlling their mind, right? She's deceiving them. Und du kannst sagen, dass es das Papsttum ist in dem Sinne, dass es die Frau ist, die jetzt hier diese Könige kontrolliert, ihren Verstand. But the king of the north is talking about a group of kings, right, that have lifted up a woman that controls their mind, right? Der König des Nordens spricht also über eine Gruppe von Königen, die letztendlich diese Frau über ihren Verstand gesetzt haben. Right. Okay. Whereas the opposing thing from that is the south. These communistic ideas. Whereas again, it's like a sole dictatorship, but they don't want any religious power ruling over them. Right. Also im Gegensatz macht, dass diese kommunistische Regentschaft ist auch eine
Diktatur, und die wollen aber nichts mit Religion zu tun haben. Okay, this is atheism, right? Das ist der Atheismus. Okay. And they also have a woman, right? They also what? Have a woman, but a different woman. In Explain. the sense, Laodice and Bernice. In the French Revolution, they had this woman as Yes. their goddess, right? That they Yes. worshipped. So they. She was everybody- the liberty. Yes, because a woman is just this ideology. Yes. Well, okay, and this woman would be liberalism, right? Also die haben auch hier eine Frau, zum Beispiel, wir wissen Laodice oder Berenice, und diese Frau hier wäre dieser Liberalismus No accident. in der The französischen Statue of Liberty Revolution. came from France. Yes, the Statue of Liberty. That's what I'm saying. It's liberty, right? Liberalism. Es gab ja auch in der französischen Revolution diese Frau, die sie angebetet haben, und auch die Freiheitsstatue ist, das ist ja dieser Liberalismus, diese Freiheit, die Freiheitsstatue kam auch aus Frankreich. Okay, let me ask you something. Does Trump's policy is law and order, right? Also Trumps Politik ist ja Gesetz und Ordnung. Is that their policy? Ist das ihre Politik? No, they want to defund the police, right? Nein, sie wollen die Polizei weniger bezahlen. It's just like the French Revolution. It's total chaos and anarchy, right? So wie die französische Revolution, totale Anarchie und Chaos. Okay, now I want to ask a question. Does the Catholic Church reject the law of God? Verwirft die katholische Kirche das Gesetz Gottes? Yes. No. Yes. No. If you Why are you arguing that point? Scott, look, just hold on a minute. You're just going to get into human arguments. The Catholic Church upholds the law of God, right? Also die katholische Kirche hält das Gesetz Gottes hoch, zumindest scheint. Right? They will tell everybody that God's law is binding, right? Sie werden allen sagen, ja, Gottes Gesetz ist bindend. Whereas the Protestants, right, do they uphold the law of God? Wohingegen die Protestanten, halten sie das Gesetz Gottes hoch? No, they Nein. say that the law has been done away with, right? Sie haben gesagt, dass das Gesetz hinweggetan worden ist. This is the opposite thing you have to see. This is about law and order. Also das ist Gesetz und Ordnung. This is about no law. Und das hier geht um kein Gesetz. Okay, and you have to see that, Und das right? ist, was wir sehen müssen. So when he's talking about Berenice is the woman that comes from the south. She represents this apostate form of Protestantism that says the law has been done away with, right? Also diese Frau Berenice hier vom Süden kommt, und es ist diese abgefallene Form vom Protestantismus, die dann hier sagt, es gibt kein Gesetz mehr. Okay, but you know when you go to Romans 13, Wenn wir zu Römer 13 kommen, verse 1. Römer 13, Vers 1. Let every soul be subject to the higher powers, for there is no power of God. The powers that be are ordained of God. Right? This is about law and order, right? Hier geht es um Gesetz und Ordnung. And this is what Nazi Germany, they used this to uphold Adolf Hitler's policies, right? Und diese Verse hat ja auch das Nazi-Deutschland benutzt, um die Politik von Adolf Hitler aufrechtzuerhalten. Okay, so it's very important to see that this religious guy claims to uphold God's law, even though it's really breaking it. Wir müssen verstehen, dass diese religiöse Gewand, also sie geben vor, Gottes Gesetz hochzuhalten, auch wenn sie natürlich in Wirklichkeit es brechen. They claim the right to interpret God's law, Und right? sie beanspruchen das Recht für sich, Gottes Gesetz auszulegen. Okay, that's why they don't want their people to read the Bible. They have their catechism, and the priests are the ones that tell them how they should believe those things. Deswegen wollen sie ja Right? nicht, dass die Leute die Bibel selbst lesen, sondern sie haben dann diesen Katechismus und dass die Priester letztendlich diese Sachen für sie auslegen. Whereas this
abolishes the law, right? Und gegen diese Macht hier das Gesetz abschaffen möchte. And this is what you see in the French Revolution, right? They try to do away with the Ten Commandments. Und das ist, was wir in der Französischen Revolution erkennen müssen. Sie wollten ja die 10 Gebote abschaffen. Okay, so if the Catholic Church didn't believe the law of God, why would they be trying to do away with it in the French Revolution? Deswegen, wenn die katholische Kirche nicht in das Gesetz Gottes glauben würde, warum sollten sie in der Französischen Revolution dann das Gesetz Gottes Okay, abschaffen wollen? and you see that in this republicanism and democracy, right? Das können wir in dem Republikanismus hier das wiederentdecken und in den Demokraten können wir das hier wiederentdecken. So the point that I want us to see is when this power is coming against this power right here, Also der Punkt, den ich sehen lassen möchte, ist, dass wenn diese Macht hier gegen diese Macht kommt, right? It's coming under the guise of democracy, dann kommt sie unter der Verkleidung von Demokratie. okay? And that's how the people will really get behind it, right? It's because they think that they're getting something back that they've had taken from them, right? Und das ist, wie sie letztendlich die Leute hinter sich bekommen, in dem Sinne, dass die Leute denken, dass sie irgendwas zurückbekommen würden durch dieses System, was vormals von ihnen weggenommen worden ist. And not only that, when this big horn is broken, which is the same power, these four come up from it, and it's typifying the United Nations, the League of Nations, this league that's made, right? Und wenn dieses große Horn dann gebrochen wird, kommen ja diese 4 kleinen Hörner auf. Und das ist ja dann diese Vereinten Nationen oder dieser Völkerbund, der dann hier entsteht. And it's representing a world democracy. Das stellt dann an diese Weltdemokratie dar. Okay, so and it's no accident that when the League of Nations was made, the United States set it up, but refused to be actually part of it. Und es ist auch kein Zufall, dass dieser Völkerbund, als er aufgerichtet worden ist er zwar von den USA aufgebaut worden oder aufgerichtet worden, aber sie selbst haben sich geweigert, daran teilzunehmen. Because it says the United States comes out of it, right? Was sagte Or die? the pagan Rome came out of it. Es steht ja, dass das heidnische Rom daraus hervorgehen wird, Because the United States is a republic, weil die USA eine Republik ist. okay? This is not a republic, Und das hier ist keine Republik. okay? So Rome rises peaceably, right? And the only way that you can really, Rom kommt hier friedvoll auf. I mean, the only way that you can truly have peace is to be a republic. Und die einzige Art und Weise, wie du wirklich Frieden haben kannst, ist, indem du eine Republik bist. But nonetheless, when this woman is not on their mind anymore, the people are at peace because they feel that they've got this back, what they've lost. That it's this delusion that they have control back again. Also zumindest wenn diese Frau jetzt hier nicht mehr auf ihrem Verstand ist, dann haben die Leute sozusagen den scheinbaren Frieden, weil sie jetzt denken, dass sie wieder Kontrolle gewonnen haben. Okay, so the reason I wanted to discuss this morning is because when I look at the prediction, it's not so much wrong what we're saying, it's not clear enough exactly how we're explaining that. Deswegen den Grund, warum ich das heute Morgen mit euch anschauen wollte, ist, weil in der Vorhersage, die wir veröffentlicht haben, haben wir ja auch über diesen Westen geschrieben und das ist nicht falsch, was wir da gesagt haben, aber es war nicht deutlich genug dargelegt. Okay, so when you look at this contest that's going on between the Republicans and the Democrats, their names, the Democrats, they believe that they're a democracy. Right? Wenn du diesen Wettkampf zwischen Republikanern und Demokraten dir anschaust, da sieht man sogar im Namen selbst, Demokraten, sie glauben an Demokratie. And they really believe that Trump is this fascist that's stealing away their democracy. Und sie glauben wirklich, dass Trump dieser Faschist ist, der letztendlich ihre Demokratie stehlen will. Okay, it's just a delusion. Und das ist alles nur eine Täuschung. Okay, because you can see that they're really many people are exposing them that you are left wing. They're really the South under the guise of democracy. Aber viele Leute zeigen ja ganz klar auf, dass sie letztendlich diese Kommunisten sind und sie sind also in Wirklichkeit dieser Süden unter der Verkleidung der Demokratie. Right? Richtig? So
I still don't know how to explain all those workings 100%. But you can, if you look close enough, you can see those things there. Also ich bin auch noch nicht in der Lage, jetzt alles hundertprozentig zu erklären, diese Dynamiken dort. Aber wir können sehen, dass wir es auf jeden Fall schon deutlicher jetzt verstehen können. Okay? Right, let's close with prayer. Lass uns mit Gebet abschließen. Dear himmlischer Vater, Dear Heavenly Father, danke für das Studium, was wir haben durften. thank you for the study we could have. Bitte gib uns jetzt einen guten Tag Please grant us now a good day. und bitte mach, dass wir das auch für uns studieren. And please make that we also study these things for ourselves. Wir loben und preisen diesen Namen. I want to praise you